Zur Abrundung der Shaman Spirit Serie dürfen Pilze nicht unerwähnt bleiben. In der Regel werden psychoaktive Pilze von den Schamanen verwendet. Ich muss aber zugeben, selbst mit denen nur wenig Erfahrung gemacht zu haben. Der vermutlich wichtigste schamanische Pilz in unseren Breiten ist sicher der Fliegenpilz. Vor allem aus Sibirien ist dessen Anwendung bekannt. Er ist der Mittler zwischen den Welten, also der spirituellen und der materiellen. Mein innerer Hasenfuß hat mich vom Verzehr immer abgehalten. Schließlich ist er tödlich und es ist schwierig, die richtige Dosis herauszufinden, die Halluzinationen hervorruft, ohne einen umzubringen. Zumal, wenn der Gehalt des Wirkstoffes sich von Pilz zu Pilz unterscheidet. Du musst den Pilz trocknen und dann die Haut abziehen und nur sie allein essen. Dann wird's schon gut gehen. Ich kann den Wahrheitsgehalt dieser Aussage jedoch nicht bestätigen, denn das Trocknen wollte mir einfach nicht gelingen. Dafür hat es mich gelehrt, weshalb der Pilz Fliegenpilz heißt. In kürzester Zeit tummelten sich jede Menge Maden auf den Pilz, was mir den Appetit doch ein wenig verdarb. Mir aber klar machte, warum der Pilz so heißt. Es war vermutlich auch besser so. Sibirische Schamanen lassen ihre Schüler ihren Urin trinken, denn große Mengen des Wirkstoffs werden über die Nieren wieder ausgeschieden. Und wenn es der Schamane überlebt hat, dann kann man ja mal ein Schlückchen wagen. In Ermangelung der Anwesenheit eines sibirischen Schamanen wollte mir auch das nicht gelingen. Stattdessen hatte ich einige Erfahrungen mit Psilocybin, die durchaus positiv waren, aber letztendlich schloss ich dieses Kapitel ab, ohne wirkliche Fortschritte erzielt zu haben. Ziel der Anwendung sind Trance und Ekstase und in meiner Ausbildung habe ich gelernt, dass es für deren Herbeiführung auch ganz ungefährliche Methoden gibt, die ich dann doch bevorzuge. Deshalb will ich hier auch gar nicht weiter auf das Thema psychoaktive Pilze eingehen, sondern eher auf solche zu sprechen kommen, deren Essenzen sich als hilfreich erwiesen haben. Davon gibt es mittlerweile auch einige. Die erste, die ich kennenlernte, wurde vom niederländischen Kollegen Bram Saalberg hergestellt und heißt Mycena. Das war, wenn ich mich nicht irre, irgendwann in den 80er Jahren. Glücklicherweise gibt es eine ganze Reihe ungiftiger Pilze, die auch von Schamanen eingesetzt werden, meist in Erdritualen, um die Verbindung zur Natur zu stärken und seine Dankbarkeit auszudrücken. Einige werden angewandt, um körperliche und seelische Erkrankungen zu behandeln. Pilze werden als Symbole für Fruchtbarkeit, Wachstum und Erneuerung angesehen. Sie dienen als Lehrer für das Verständnis der Natur und der spirituellen Welt. Ihre Verwendung spiegelt das tiefere Verständnis des Menschen für seine Beziehung zur Natur wider und zeigt auf, wie verschiedene Elemente des Lebens miteinander verknüpft sind. Pilze stellen etwa ein Viertel der Biomasse unseres Planeten. Ein Großteil davon bleibt dem Auge aber verborgen. Biologisch bilden sie eine eigene Kategorie und stehen den Tieren näher als den Pflanzen. Deren kennzeichnende Eigenschaft, die Energiegewinnung aus Sonnenlicht, fehlt den Pilzen nämlich. Stattdessen sind sie ähnlich wie Tiere auf Produkte anderer Lebensformen angewiesen. Das, was wir als Pilze betrachten, ist in der Regel seine Frucht. Der wahre Pilz wächst unterirdisch und der kann riesig werden und sich über enorme Flächen erstrecken. Die Giganten unter den Pilzen erreichen eine Größe von mehreren Hektaren und ein Gewicht von Tonnen. Ihre Kraft gewinnen die Pilze aus der Zersetzung abgestorbener Pflanzen und toter Tiere. Im Wald haben sie eine reinigende Funktion und beseitigen beispielsweise Totholz. Man schätzt, dass 90% aller Pflanzen von symbiotischen Pilzen umgeben sind. Diese ernähren sich von Abfallstoffen ihrer Partner und helfen ihnen, die Nährstoffe des Bodens leichter aufnehmen zu können. Bekannt ist bis heute nur ein Bruchteil der existierenden Pilzarten, ganze 5%. Da bleibt einiges zu erforschen. Das macht es aber auch sehr schwierig, einen energiereichen Pilz zu bestimmen, wenn man ihn einmal gefunden hat und zur Essenzengewinnung nutzen will.
Im Laufe der vergangenen Jahre habe ich eine ganze Reihe von Pilzessenzen hergestellt, von denen ich einen Teil öffentlich vorgestellt habe. Andere warten noch darauf, näher erforscht zu werden. Auch wenn manche in der Wirkrichtung bestimmten Blütenessenzen ähneln, tun sie es doch mit einer völlig anderen Energie. Sie ist allerdings nur subjektiv zu erfahren und lässt sich schwer in Worte fassen, aber das gilt ja für alle Essenzen. Schauen wir uns doch die ersten und somit am längsten erforschten einmal näher an. Großer Zunderschwamm. Baumpilze gehören zu den beeindruckendsten Pilzarten. Zwar werden sie oft als eine Art Geschwüre betrachtet, die den Baum krank machen, tatsächlich ist es aber genau umgekehrt. Der Baum ist krank und der Baumpilz besetzt seine Schwachstelle. Der Zunderschwamm mit seiner auffälligen blauen Färbung besitzt einen ins Auge fallenden Gleichgewichtssinn. Er wächst immer parallel zum Horizont oder anders ausgedrückt im rechten Winkel zum Baumstamm. Ist der Baum schließlich gefallen, verändert der Zunderschwamm seine Wachsform, indem er sich wieder dem Verlauf des Horizonts anpasst, nun aber parallel zum Baumstamm weiter wächst. Das markiert den Verlauf des Sterbeprozesses des Baumes. Interpretieren lässt sich die Qualität des blauen Pilzes als eine Art Antenne für spirituelle Energie. Er lindert das Leiden des Baumes durch Verbindung zum Himmel. Der Schwachpunkt ist zugleich Einlasspforte für spirituelle Energie. Durch ihn erkennen wir Zusammenhänge und Bedeutungen. Er weist uns auf unsere Irrtümer und gibt uns die Möglichkeit, uns mit ihnen zu versöhnen und sie zu korrigieren. Beinahe nebenher erhöht dieser Pilz die Empfänglichkeit für Nachrichten, die uns im Traum gesandt werden. Er verbindet uns mit dem höheren Selbst. Er kann Sterbenden den letzten Weg erleichtern und ihn ausleuchten. Sich ihm anzuvertrauen, lässt gefürchtete Schritte mühelos und einfach erscheinen. Großer Zunderschwamm hilft, loszulassen. Alles, was schmerzt, kann der Vergangenheit anvertraut werden. Wir werden offen für ein neues Leben. Fällt der Baum schließlich um, ist seine Seele schon lange fort. Allerdings ist der große Zunderschwamm ein Lehrer, der es einem nicht gerade leicht macht. Er legt die Finger in die Wunde, die daraufhin zunächst einmal noch stärker schmerzt. Der Erkenntnisgewinn jedoch ist groß. Man nimmt eine Perspektive ein, die weit in der Zukunft liegt und schaut von dort auf sein Leben ein wenig distanziert und nicht mehr so emotional betroffen. Endlich erkennt man, woran es der Seele bislang fehlte. Austernseitling. Der Austernseitling ist ebenso wie der Zunderschwamm ein Pilz, der im Wald aufräumt und kranke Bäume aussortiert. Man nennt solche Pilze deshalb auch Wund- oder Schwächeparasiten. Sie recyceln alte Bäume, die als Rohstoff für neues Leben dienen. Der Austernseitling vertilgt überdies Fadenwürmer, ist also ein Karnivorapilz, der Mensch und Tier vor einem Wurmbefall schützt, der schwerwiegende Erkrankungen verursachen kann. Wissenschaftler versprechen sich von seinen Inhaltsstoffen eine positive Wirkung auf Tumoren, was noch zu beweisen wäre. Schließlich ist er auch noch schmackhaft und wird gelegentlich auf Märkten zum Kauf angeboten. Seine Energie wirkt heilend auf negative Gedanken, die einen innerlich zerfressen können. Wenn Wünsche nach Rache und Gewalt aufkommen, auch wenn dahinter das Bedürfnis steckt, letztendlich Ruhe und Frieden wiederherzustellen, vergiften sie doch das Denken und das Dasein. Beinahe unbemerkt von einem selbst wird man durch das eigene Denken zum Unruhestifter. Das ist paradoxerweise eine gute Nachricht, denn sie bedeutet, dass wenn man den Unfrieden selbst herbeiführt, dies auch mit einem selbst zu tun haben muss und verdeutlicht, dass die Quelle des Friedens ebenfalls in sich selbst zu finden ist. Wenn es gelingt, alte Konflikte, Ärger, Groll, Beleidigungen und Verletzungen, die man erlitten hat, dorthin zu verfrachten, wo sie hingehören, in die Vergangenheit, dann befreit das und lässt neue Möglichkeiten auftauchen.
Möglichkeiten, die man zuvor nicht erkennen konnte, weil man viel zu sehr damit beschäftigt war, alten Unrat wieder und wieder mental durchzugehen. Austern-Seitling-Essenz lässt die Luft raus. Sie vertieft die Atmung und löst die inneren Blockaden. Sie hilft, Vergangenes vergangen sein zu lassen und sich ganz dem Hier und Jetzt zuzuwenden. Birkenporling. Eine gewisse, wenn auch geringe Bekanntheit erwarb der Birkenporling durch seinen Fund in der Tasche der Gletschermumie Ötzi. Da er über vielerlei Heilkräfte verfügt, nimmt man an, dass dieser bereits vor langer Zeit verstorbene Vorfahr davon wusste und sie nutzte. Zwar ist er im jungen Alter essbar, gilt aber nicht gerade als Delikatesse. Andererseits soll eine Tinktur aus Birkenporling neben vielen weiteren behaupteten Wirkungen die Darmflora heilen, entzündungshemmend und antibakteriell wirken. Der Name sagt es bereits, der Birkenporling ist auf keinem anderen Baum anzutreffen. Er lebt in der Übergangsphase von Sterben und Vergehen. Sobald man den Fruchtkörper auf einer Birke entdeckt, ist klar, dass sie dabei ist, sich vom Leben zu verabschieden. Der Pilz begleitet sie und wächst selbst einige Jahre nach ihrem Fall noch weiter. Energetisch geht es dem Birkenporling um Herzensbindung. Wenn der Kreis sich schließt, das endende Leben auf das Beginnende trifft, die Herzen sich verbinden und Liebe und Weisheit von Herz zu Herz fließen und wieder jung werden lassen, dann besteht eine spirituelle Verbindung vergleichbar derer, die die Essenz des Birkenporlings zu Wege bringen kann. Im Zen kennt man den Begriff Robaishin, das Herz einer Großmutter. Sie hat das Herz, das durch Widrigkeiten wild und mutig gemacht wurde, und die 4 grenzenlosen Aufenthaltsorte sind ihre Natur. So beschreibt Kazuaki Tanahashi, der Meisterkalligraph, das Großmutterherz. Die Birke ist bekannt als Träger der archetypischen Energie der weisen alten Frau. Der Birkenporling ist wie der Baum ein Überträger dieser Energie. Er rettet sie und überträgt sie auf andere, bevor sie durch den Tod der alten Frau verloren gehen könnte. Alles bleibt erhalten. Selbst junge Menschen können fühlen und handeln wie eine weise alte Frau. Der Birkenporling stärkt das Innere, sodass die äußere Erscheinung aufhört, eine Rolle zu spielen. Er stärkt das Selbstwertgefühl, sodass man unabhängig wird von der Wertschätzung anderer. Er macht aufnahmefähig für Wahrheit und Weisheit und lässt diese ausstrahlen, ungeachtet davon, ob jemand sie beachten will. Seine Kraft steht für sich selbst und ob man sie annehmen möchte, liegt ganz bei denen, denen sie angeboten wird. Das waren in der Kürze des Videos 3 Vertreter der Pilze. Einige weitere, auch Nicht-Baumpilze, finden sich auf der Mamboja-Webseite und noch weitere sind in meinem Schatzkästchen und warten darauf, dass ich es öffne. Anfragen werden gerne entgegengenommen und sie würden mich motivieren, deren Erforschung voranzutreiben.